Cyberkriminelle kopieren tausendfach den Account von David Dynowski. Später erst hat sich dann herausgestellt, dass da wirklich so eine Masche dahinter steckt. Dass man die Leute versucht, irgendwie über den Tisch zu ziehen. Die Täter sitzen meistens im Ausland. Inzwischen versuche ich, das so ein bisschen auszublenden, weil ich nichts wirklich dagegen machen kann. Es nimmt kein Ende. Das nervt. Wenn der 30-Jährige seinen Spitznamen David Harper auf Instagram eingibt, ploppen tausende Profile auf. Alle haben seine Bilder, geben sich als der echte David Dynowski aus. Wenn man hier runter scrollt, siehst du fast jedes Mal irgendein Bild von mir. David hier, David da. Er hat sogar die gleiche Beschreibung oben im Profil wie ich stehen. 1:1 das Gleiche. Eigentlich nutzt David sein Instagram-Profil, um Bilder mit Hündin Mia zu teilen. Er gibt Einblicke in seinen Alltag, positive Vibes und Fun. Ein Hobby, aus dem er eine große Reichweite gewonnen hat, mit über 100.000 Followern. Doch sein Account wird Opfer von Identitätsdiebstahl. Betrüger nutzen seine Bilder, eröffnen Fake-Profile und suchen Kontakt zu Followern. Wir werden angeschrieben von Fake-Profilen und da sind dann lauter Bilder von mir. Mit den verschiedensten Namen, Arthur, Robert, keine Ahnung, Kevin. Manchmal bin ich aus der Schweiz, manchmal bin ich aus Australien, manchmal spreche ich Spanisch, manchmal spreche ich Englisch. So, ne? Sehr oft ist es aber so, dass die Leute dort auf Deutsch angeschrieben werden. Man merkt aber sehr schnell, dass das irgendwie mit Google-Übersetzer übersetzt wurde. Also da passt die Grammatik nicht und so ist alles so ein bisschen. Man versteht zwar, was dieser Mensch will, aber man merkt schon, dass es eigentlich kein richtiges Deutsch ist. So, ne? Anfangs nimmt der Rüsselsheimer selbst die Spur auf, bittet einen Freund, mit dem angeblichen David-Account im Kontakt zu bleiben. Das habe ich mehrmals gemacht und es lief jedes Mal darauf hinaus, dass man so schnell wie möglich die Telefonnummer von dieser Person haben wollte, um in WhatsApp weiterschreiben zu können, weil es eigentlich gar nicht so lange dauert, bis das Profil wieder gesperrt wird. Ich sage den Leuten ja dann immer, bitte melden, blockieren, auf gar keinen Fall drauf eingehen. Wenn ich selbst sehe, dass es da eins gibt, dann melde ich das auch nochmal und gebe Instagram an, hey, das bin ich. Also ich werde da kopiert, bitte rauslöschen und so. Dann dauert das in der Regel auch gar nicht so lang, vielleicht 1, 2 Tage und dann ist das Profil weg. Es tauchen aber gleich 3, 4 neue auf. Also das nimmt kein Ende. Nach kurzem Smalltalk auf WhatsApp stellt sich dann schnell heraus, was die Täter eigentlich wollen. Der Text ist fast immer der gleiche. Ich mache auf Instagram immer auf heile Welt und Positive Minds und so, aber eigentlich geht es mir gar nicht so gut und ich habe lauter Kredite aufgenommen, habe jetzt Schulden und kann sie nicht abbezahlen. Kannst du mir bitte helfen? Kannst du mir einen Betrag X bitte überweisen? Larissa Russ ist Rechtsanwältin im Bereich Social-Media-Recht. Wer Name oder Bilder von anderen Profilen nutzt, dem drohen Geld oder sogar Freiheitsstrafen. Die Täter, sie arbeiten meistens nach dem gleichen Schema. Wir hatten auch einen Fall gehabt, da wurde auch ein Fake-Account von einem Mandanten erstellt mit seinen Bildern und da wurden dann tatsächlich ganz explizit Frauen angeschrieben und es wurde so ein bisschen, wie man das ein bisschen kennt, auf den Dating-Profilen vorgetäuscht, dass man die Frauen toll findet, sich in sie verliebt hätte, dass es dann zu so einer Beziehung kam und dann wurde nach Geld gefragt. Und das kam dann auch raus. Dann hat, glaube ich, sogar eine Frau bis zu 10.000 € bezahlt. Ob es sich bei einem Profil um ein echtes oder Fake-Profil handelt, lässt sich an verschiedenen Merkmalen erkennen. Wenn auf einmal ganz, ganz viel neuer Content zu einem ganz schnellen Zeitpunkt passiert. Das heißt, wenn irgendwie heute auf einmal 20 Bilder gepostet werden, das zeigt eigentlich auch, okay, da ist irgendwas seltsam und vor allem auch, wenn auf einmal anderer Content veröffentlicht wird. Also wenn ein guter Freund jetzt auf einmal Werbung für Bitcoins macht oder für irgendwelche Gewinnspiele. Um gegen ein Fake-Profil vorzugehen, müssen die Täter vom Landeskriminalamt ausfindig gemacht werden. Dirk Hintermeier ist spezialisiert auf Cybercrime. Er rät dazu, das Fake-Profil sofort zu melden und Anzeige zu erstatten. Man kann natürlich auch einige Informationen bekommen, weil der Account von dem Täter angelegt worden ist beim Plattformbetreiber. Und der Plattformbetreiber hat natürlich dann auch Informationen, zum Beispiel wann wurde der Account angelegt, mit welchem Namen wurde der Account angelegt. Und natürlich spielt dann natürlich die IP-Adresse eine große Rolle.
2022 gab es über 2500 Fälle von Identitätsdiebstahl in Hessen. Nur 686 konnten aufgeklärt werden. Oft sitzen die Täter im Ausland, gehören zu einer ganzen Bande. Das macht die Verfolgung für die Behörden schwierig. Es ist also sinnvoll, mit unseren Daten im Internet sparsam umzugehen. Dann gibt es natürlich einen Personenkreis, der ist dazu abhängig. Die möchten natürlich eine große Streubreite haben, sollten aber auch immer bedenken, ne, dass auch die Informationen, die ich preisgebe, auch von Tätern genutzt werden, Straftaten zu begehen. Davids Fotos werden auf Fake-Profilen mittlerweile auch bei Facebook, Twitter oder Dating-Plattformen genutzt. Trotzdem Anzeige will er keine stellen. Zumindest noch nicht. Wenn mir jemand zuträgt, dass er oder sie irgendeinen finanziellen Schaden erlitten hat oder allgemeinen Schaden erlitten hat, dann würde ich da schon nachgehen. Aber solange das nicht passiert und es, ich sag mal, nur eine nervige Sache bleibt, sehe ich da auch noch nicht so, habe ich nicht so den Drang, das zu veranzeigen. Einschränken will er sich dadurch nicht. Weiterhin seinen Alltag öffentlich teilen und hoffen, dass niemand auf einen der vielen Fake-Accounts reinfällt.